Letzte Woche sind wir aufgebrochen. Aufgebrochen auf eine Route, die uns alles abverlangen wird. Wir hatten direkt erste Probleme und erste Zweifel kamen auf. Ja, lass halt da runterfahren. Wir können es halt höchstens versuchen, keine Ahnung. Weiß auch nicht. Ein Abbruch, aber undenkbar. Wir haben durchgehalten und es ging los auf eine Route, die ihrem Ruf weit vorauseilt und von Schönheit kaum zu übertreffen ist. Kommt mit uns in eine Landschaft wie von einem anderen Planeten, wo Feuer und Eis nah beieinander liegen. Genießt den herrlichen Ausblick aus dem Fahrerfenster und leidet mit uns bei eisiger Kälte auf knapp 4800 Meter. Eine unvergessliche Tour, die uns lange in Erinnerung bleiben wird. Wir sind Svenja, Basti und Pepper und wir sind Neuland Stories. Guten Morgen. Es war eine richtig kacke Nacht. Wir haben super schlecht geschlafen. Bei mir war einfach alles zu. Die Kombination Höhe, Erkältung, schlechte Straßen ist auf jeden Fall nicht das beste Rezept. Aber ich habe gerade die Abdeckung weggemacht von unseren Scheiben und es hat geschneit. Yay. Schnee macht mich immer glücklich. Es ist zwar nur wenig Schnee, aber immer ein bisschen Schnee. Schnee in Südamerika. Hoppla. Entschuldigung. Ist eiskalt und immer noch super windig. Aber das bisschen Schnee auf der Oberfläche ist einfach so schön. Es ist einfach eine traumhafte Kulisse. Dieser See ist absolut crazy. Und die Vulkane außenrum. Wahnsinn. Teewasser ist gekocht, Kaffee und Chai ist gemacht. Mein erster Kaffee seit ein paar Tagen, seit ich so erkältet bin, aber irgendwie habe ich richtig Lust auf einen Kaffee. Und dann fahren wir die ersten Kilometer, bevor es dann eine Mittagsfrühstückspause gibt. Los geht's. Los geht's. Tag 3 der Hotterpiste. Ist schon Tag 3, ne? Ist schon Tag 3. Können wir da nicht einfach hinfliegen zum nächsten Spot? Dabei ist doch der Weg das Ziel. Genau, wir wollen uns das ja auch verdienen. Absolut. Irgendwas ist offen. Tschüss, Flamingos. Schön langsam, ne? Heute habe ich auch keine Lust, schnell zu fahren.
der Boden wäre. Überall, meinst du? Ich glaube, wir haben es noch gar nicht erwähnt, wo wir überhaupt waren. Aber jetzt, wo wir losfahren, können wir das vielleicht noch sagen. Und zwar war das hier die Laguna Colorada. Doch, jetzt, wo mir es einfällt. Doch, ich glaube, ich habe es gesagt, weil ich doch letztes Mal Colorado. Das war der Podcast. Ah, das war ein Podcast. Aber, wo wir schon den Podcast erwähnen, wir haben einen Podcast, zweimal um die Welt. Sind wir top aktuell und erzählen, was gerade so los ist. Und da habe ich anscheinend schon nicht gewusst, ob Laguna Colorado. Wie man es macht, ist richtig. Nachher musst du da über so eine Kuppel drüber und wieder auf die Haut und raus. Ah, aus oder rechts? Also Land und die links. Man fährt hier ja durch Vulkanlandschaft und auf dem Weg kommt man hier jetzt natürlich auch einfach mal an so Geysiren vorbei. Sie sind richtig krass. Ich glaube, durch den Sturm wirken die noch mal ein bisschen dramatischer. Aber hier schon richtig Druck. Aber ja, der Kleine hier hatte schon echt richtig krass Druck. Und hier kommt jetzt gleich noch mal ein zweiter. Oh, hier riecht es auch noch Schwefel, ne? Ja, hier weht es halt hin. Ja. Krass. Zweiter Versuch. Reicht das? Ja. Nicht anfangen so schnell. Ja, gut, der Gas. Über die Steine. Nach den Geysiren sind wir jetzt hier in den Hot Springs angekommen.
Auf dem Weg haben wir einmal noch angehalten und haben 2 Radfahrer, die in dem eisigen Wind fast erfroren sind, haben wir kurz angehalten und auf einen Tee eingeladen und ein Porridge. Die durften sich bei uns kurz aufwärmen. Ja, und jetzt wärmen wir uns auf hier in den Hot Springs. Die letzte Nacht in Bolivien ist angebrochen. Wir haben uns schon mit Wärmflaschen und 1, 2, 3 Decken und Langarm, und die dürfen wir nicht vergessen, Heizdecke ausgestattet, denn wir sind auf 4800 Meter. Wird auch nochmal eine Herausforderung für mich mit Erkältung. Aber die letzte Nacht in Bolivien muss einfach kalt sein. -7 Grad sind vorhergesagt. Und damit wünsche ich euch oder uns eine gute Nacht und wir sehen uns morgen. Und hier wieder 2 Beispiele, wie kalt es ist. Und Hose gefroren, Bikini gefroren, Svenny gefroren. Svenny auch gefroren. Alles kalt. Das ist abnormal. Wir haben im Van, es geht eigentlich, nur -2,8. Schon ein bisschen Wärme reinbekommen, weil wir Tee kochen. Und ich koche mir jetzt nochmal Wasser zum Inhalieren, weil diese Kälte einfach nicht zu meiner Heilung beiträgt. Und da muss man jetzt auf alle Hausmittel zurückgreifen. Salzwassergurgeln gegen Halsweh und meinen schleimbedeckten Hals. Und inhalieren für die Nase. Aber wir sind froh, wenn wir heute aus dem Wetter rauskommen.
Da vorne ist der Ausgang zum Park und gleichzeitig auch die Grenze, um Bolivien zu verlassen, also wo wir uns ausstempeln werden. Und auch das Ende der Lagunenroute. Crazy. Das Ende von Bolivien. Ja. 3, 4 richtig hardcore anstrengende Tage. Ich empfehle allen gesund auf diese Route zu gehen. Hallo, hört ihr uns? Gleich haben wir es geschafft. Wir sind auf den letzten Metern Radbrett Gravel Road, haben uns gerade hier schon an der bolivianischen Grenze ausgecheckt. Sprich, wir sind jetzt gerade irgendwo im Nirgendwo. Zwischen den Ländern. Zwischen den Ländern. Illegal, ohne Papiere, ohne Stempel, ohne gar nichts. Oh, ausgestimmt. Und ja, in 1-2 Kilometer kommt dann die chilenische Grenze, wo wir dann den größeren Aufwand haben. Hier war es jetzt wirklich nur einmal Stempel drauf, online auschecken und dann konnten wir schon losfahren. Einmal im Rückspiegel Bolivien und tschüss. Okay, Step 3 von 4. Nee, Step 2 von 4. Auto ausgestempelt, wir ausgestempelt. Wir sind schon am Schild Willkommen in Chile vorbei. Und jetzt kommt nochmal nach weiterhin schlechter Straße noch ein Häuschen, wo wir uns hoffentlich in Chile einstempeln können. Correct. Correct. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, tenemos un perrito, sí. Los ¿tres contables, sí? Policía. Ok. ¿Cuántas personas van? Dos personas y un perrito. Bueno, eingeschlossen. Frutas verboten, Ah, okay. ¿ok? En Chile. Okay. ¿Solo esto? Sí. Sí. No, eso es... No más frutas. No más frutas. ¿Y tomate? Ah, no hay que Una tampoco. tomate. Es todo eso. Lo que... Bueno, ok, perfecto, muchas gracias. Blinkt's nur. Gott, wo sie da hoch wahrscheinlich. Soll ich schon hochfahren? Ja, von oben. Das war nicht schwer, hä? Nice. Ging wieder mal ziemlich flott. Fabi ist drin, Autos drin, Groot, Svenny, Basti, alle drin. Chile. Here we go. Land Numero 8. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder auf geteerten Straßen unterwegs. So schön. Und jetzt geht es erstmal für eine Stunde bergab, weil es geht von 4.500 runter auf, ich glaube, 2.500 oder so. Ja, 2,2 oder 2,2, 2,5. Ja. Gesang in meinen Ohren. 2,5. Ja, das klingt einfach nach Sommer. Ja, Gesang, Musik in meinen Ohren. Und dann heißt es erstmal meine Erkältung auskurieren.
Guten Morgen aus der Atacama-Wüste. Ein sehr, sehr trockener Ort. Aber es ist richtig herrlich hier, weil wir hier einfach irgendwo im Nirgendwo stehen. Zusammen noch mit Raphael und Michelle und einfach eigentlich theoretisch in jede Richtung gehen könnten und alles für uns haben. Es tut richtig gut. Und das Beste sind einfach die Temperaturen. Es ist richtig schön warm über den Tag. Morgens kann man noch ein Jäckle anziehen, aber es ist einfach nicht kalt. Und das haben wir so vermisst. Ein Jäckle. Ein Jäckle, eine Jacke. Ihr wisst doch, was ich meine. Und wer es hört, Basti hat es jetzt auch erwischt. Ja, Svenny hat mich jetzt angesteckt. War nicht zu vermeiden auf dem kleinen Nee, Raum. das stimmt. Hier oben auf dem Hügel sind irgendwie so richtige Kristalle. Ich weiß gar nicht, was genau für Kristalle das sind. Irgendwie stelle ich mir vor, es sind Salzkristalle, weil hier alles so salzig ist. Aber die glitzern richtig wie Glasscherben im Sand. Guck mal. Und dann ist nochmal wie so Glas oben drüber. So durchsichtig. Cool aus. Kristallilose. Fertig ist er. Ja, ich bin echt kaputt. Für unsere erkälteten Gemüter ist das genau das Richtige. Peppy kann hier flitzen. Wir können eine kleine Runde hier spazieren gehen. Es wird schön warm. Und auf dem Rückweg machen wir jetzt noch ein bisschen Übung mit ihr. Und wir freuen uns auf ein Frühstück und Kaffee und Tee. Raphael und Michelle, die sind jetzt schon losgefahren bzw. weitergefahren. Basti und ich, wir haben uns jetzt beschlossen, dass wir noch einen Tag hier bleiben, weil wir einfach noch super angeschlagen sind und super erkältet sind und ja, uns einfach noch einen Tag ausruhen wollen. Und hier ist einfach der perfekte Ort. Hier ist es ruhig. Wir können immer raus, wenn wir wollen. Können ein Feuerchen gleich nochmal machen. Und ja, entspannen einfach ein bisschen und versuchen wieder fit zu werden, bevor es weitergeht.
noch anstrengend. Wie geht's? Geht so. Es geht. Also, Entscheidung ist gefallen. Es gibt Würstle, Kartoffelsalat. Wir haben noch 2 Maiskolben. Die koche ich vor. Und Basti bereitet schon mal Feuer. vor. Müssen wir auch noch oben vom Dach runterholen, das Holz. Ja, ich weiß. Oh, wir haben unser Holz oben auf dem Dach. Weil wir so viel gekriegt haben in Bolivien noch. Aber so viel ist es scheinbar gar nicht. Nee. Wir haben 2 Säcke und 1 Sack haben wir gestern schon. Ja. Anzündeholz. Check. Check. Das wird der kleinste Kartoffelsalat des Jahrtausends. Das war richtig, richtig lecker und bevor es draußen jetzt kalt wird oder super kalt wird, machen wir es uns hier drin im Van gemütlich. Wir sind ja jetzt unter 3000 Meter, sprich wir können unsere Standheizung wieder benutzen. Ein riesiges Plus und können es uns hier drin richtig gemütlich warm machen. Und ja, morgen früh, denke ich, brechen wir auch schon auf in das kleine Städtchen San Pedro de Atacama, das hier in der Nähe ist. Treffen uns dann nochmal mit Raphael und Michelle und besprechen den Plan für die kommenden Wochen. Wir wollen nämlich noch ein bisschen mit denen zusammen reisen und ja, in Patagonien ist ja noch Winter, sprich, wir müssen irgendwie mal noch eine kleine Ausweichroute planen und sind schon gespannt, wozu wir uns entscheiden, wo wir ein bisschen länger Zeit noch verbringen, bevor es Richtung Süden geht. Das erzählen wir oder zeigen wir euch aber nächste Woche. Und beenden den Vlog für diese Woche und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, liked es ganz fleißig, das hilft uns und unserer Arbeit. Und Emoji der Woche ist irgendwas mit Wüste. Ich glaube, da gibt es ein paar Emojis, wo man sich was aussuchen kann zwischen Kakteen, Wüstenlandschaft oder Vulkan oder so. Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Und genau, abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag. Bis dahin, danke, Ende.